Hallo Otto, du wirkst heute super motiviert. Was ist los? Hallo Heidi. Ja, ich bin voller Energie, weil ich gestern mit einem Freund gesprochen habe, der in 30 Tagen eine neue Sprache gelernt hat. Und weißt du was? Das hat mir eine Idee für unseren Podcast gegeben. Ach wirklich? Willst du mir sagen, dass wir in nur 30 Tagen zweisprachig in Deutsch werden können? Genau. Und ich weiß, dass viele unserer Zuhörer denken, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, dass alles von der Methode abhängt. Wenn du deine Art zu lernen veränderst, wird alles einfacher. Und heute zeigen wir, wie man diese Reise beginnt. Sehr gut. Also möchte ich den Menschen, die uns zuhören, eine Frage stellen. Hast du schon einmal versucht, jeden Tag Deutsch zu lernen, aber ohne ein klares Ergebnis zu sehen? Vielleicht lernst du Wörter und Regeln, aber du sprichst trotzdem nicht. Passiert dir das? Mir ist das auch passiert, als ich Spanisch gelernt habe. Ich habe viele Übungen gemacht, aber ich konnte kein einfaches Gespräch führen. Und eines Tages sagte jemand zu mir, wenn du sprechen willst, dann sprich, auch wenn du Fehler machst. Und das hat alles verändert. Das ist der Schlüssel. Um in 30 Tagen zweisprachig zu werden, musst du einen sehr einfachen kleinen Plan erstellen. Zuhören, wiederholen und jeden Tag ein bisschen sprechen. Nicht 3 Stunden, nicht 50 komplizierte Regeln, sondern einfach 15 Minuten aktives Zuhören, 10 Minuten wiederholen und 5 Minuten sprechen. Ja. Und hör gut zu. Sprechen bedeutet nicht perfekt zu sprechen. Es bedeutet, das zu benutzen, was du bereits kennst. Zum Beispiel, ich heiße, ich mag, heute, ich möchte. Genau. Und übrigens machen wir sofort eine kleine Übung. Du, der uns zuhört, wiederhole diesen Satz in deinem Kopf oder laut, wenn du kannst. Ich kann Deutsch lernen. Ich verbessere mich jeden Tag. Ich kann einfach sprechen. Solche Sätze schaffen Selbstvertrauen. Denn um schnell zu lernen, brauchst du 2 Dinge: Wiederholung und Vertrauen. Ohne Vertrauen traust du dich nicht zu sprechen. Ohne Wiederholung vergisst du. Und jetzt möchte ich, dass du dir etwas vorstellst. Stell dir vor, du bist in 30 Tagen. Du wachst auf, trinkst einen Kaffee, schaust auf dein Handy und stellst fest, dass du einfache Sätze verstehen, natürlich antworten, etwas bestellen und dich vorstellen kannst. Wie würdest du dich fühlen? Ich würde mich stolz fühlen. Und auch du kannst diesen Moment erleben. Deutsch ist kein Berg. Es ist ein Weg und jeder Schritt zählt. Also beginnen wir heute gemeinsam. Tag 1. Höre viel zu. Wiederhole ein bisschen. Sprich jeden Tag ein bisschen. Das ist alles. Kein Druck. Keine unmöglichen Erwartungen. Ja. Und denk daran. Was zählt, ist die Beständigkeit. Selbst 5 Minuten jeden Tag sind mehr wert als 1 Stunde pro Woche. Sehr gut. Machen wir jetzt weiter und entdecken, wie man eine einfache Routine erstellt, um jeden Tag voranzukommen. Otto, weißt du, was mich immer fasziniert? Viele Menschen denken, dass zweisprachig zu sein etwas fast Magisches ist, das nur anderen Menschen vorbehalten ist, als wäre es für sie unmöglich. Aber nein. Es ist einfach eine Reihe kleiner täglicher Handlungen. Genau. Und weißt du was? Ich habe gestern eine Nachricht von einem Lernenden bekommen. Er schrieb mir, Otto, ich schaffe es nicht zu sprechen. Ich verstehe ein bisschen, aber mein Mund macht nicht mit. Und ich habe etwas ganz Einfaches geantwortet. Du musst jeden Tag ein ganz kleines bisschen sprechen. Sogar nur 5 Minuten. Ja, und das ist eines der Geheimnisse der Zweisprachigkeit. Beständigkeit. Nicht Perfektion, nicht Intelligenz, nicht ein außergewöhnliches Gedächtnis, sondern einfach Wiederholung. Und wenn ihr uns jetzt zuhört, habe ich eine kleine Frage. Wie viele Minuten am Tag widmet ihr dem Deutschen? Seid ehrlich zu euch selbst. Und vor allem, hört auf zu glauben, dass ihr perfekt sprechen müsst. Niemand spricht perfekt. Selbst Muttersprachler machen Fehler. Was zählt, ist, sich zu trauen. Wenn du dich nicht traust, aktiviert sich dein Gehirn nicht. Es schaut dich an und sagt, nun, wir sprechen nie,
Warum sollte ich also lernen? Ah ja, das Gehirn ist faul. Es arbeitet nur, wenn du ihm zeigst, dass etwas wichtig ist. Und dafür musst du laut sprechen, wiederholen, nachahmen, auch wenn du alleine bist, auch wenn du dich ein bisschen komisch fühlst. Es ist eine unglaublich effektive Methode. Ich werde einen einfachen kleinen Trick teilen. Jeden Morgen nimm einen kurzen Satz. Zum Beispiel, heute bin ich motiviert. Und wiederhole ihn 5-mal. Langsam, dann normal, dann schnell. Diese kleine Übung trainiert deinen Mund, deine Muskeln, deinen Rhythmus und vor allem dein Selbstvertrauen. Eine sehr gute Übung. Ich habe noch eine andere. Jedes Mal, wenn du ein neues Wort lernst, benutze es sofort in einem Satz. Sofort. Wenn du es nicht machst, sagt dein Gedächtnis, dieses Wort ist nicht wichtig, ich lösche es. Und ja, das Gedächtnis ist brutal. Und genau das wollen wir vermeiden. Um in 30 Tagen zweisprachig zu werden, musst du eine emotionale Verbindung mit der Sprache schaffen. Freude, Neugier, Spaß. Wenn Deutsch nur eine traurige Pflicht ist, blockiert dein Gehirn. Also machen wir eine kleine Übung zusammen. Wiederhole nach mir laut, ich kann Deutsch lernen. Ich kann mich verbessern. Ich kann zweisprachig werden. Los geht's, sag es wirklich. Auch wenn du im Bus bist oder zu Hause, du wirst sehen, deine Energie verändert sich. Und das ist nicht nur Motivation, es ist wissenschaftlich bewiesen. Das Gehirn lernt besser, wenn es Sicherheit und Freude empfindet. Also gib ihm diese Gefühle. Und jetzt denke darüber nach. Welche kleine Handlung auf Deutsch kannst du heute machen? Einen Absatz lesen, 1 Minute Video anschauen, mit dir selbst sprechen? Wähle etwas aus, denn genau so beginnt man wirklich, zweisprachig zu werden. Weißt du, Otto, was mich an der Geschichte dieser Person am meisten berührt hat? Es war ein ganz bestimmter Moment. Er sagte zu mir, ich habe verstanden, dass Deutsch zu sprechen keine Prüfung ist, sondern eine Öffnung zu anderen Menschen. Und ich fand das wunderschön, weil wir oft nur an Regeln, Fehler und Grammatik denken und das Wichtigste vergessen: Kommunikation. Genau. Und erinnerst du dich daran, was er an dem Tag gemacht hat, als er das verstanden hat? Er entschied sich, jeden Tag ein bisschen zu sprechen, auch wenn er sich nicht sicher fühlte. Er wiederholte einfache Sätze, sprach vor dem Spiegel und las laut vor. Nichts Kompliziertes, aber er machte es jeden Tag ohne Ausnahme. Ja, das war seine goldene Regel. 5 Minuten, nicht mehr. Es ist unglaublich, aber 5 Minuten können so viele Dinge verändern, weil Beständigkeit Gewohnheit schafft und Gewohnheit Vertrauen schafft. Spürst du auch, dass eine Sprache natürlicher wird, wenn man oft wiederholt? Natürlich. Und weißt du, was ich an ihm bewundere? Er wartete nicht darauf, perfekt zu sprechen. Er sprach, auch wenn es nicht perfekt war. Und genau das ist der Schlüssel. Er sagte oft, ich spreche lieber mit Fehlern, als still zu bleiben und keine Fortschritte zu machen. Und ehrlich gesagt, das ist der Satz, den alle Lernenden behalten sollten. Absolut. Übrigens habe ich eine Frage an unsere Zuhörer. Was hindert euch heute daran zu sprechen? Angst? Zeitmangel? Die Meinung anderer? Nehmt euch einen Moment, denn wir können nur etwas verändern, wenn wir verstehen, was uns blockiert. Und sobald wir es verstehen, können wir handeln. Genau das hat er gemacht. Zum Beispiel hatte er Angst, vor anderen zu sprechen. Also begann er, alleine zu sprechen, dann mit einer Freundin, dann mit einem Kollegen, Schritt für Schritt. Und nach 30 Tagen hatte er eine unglaubliche Überraschung. Er konnte ein einfaches Gespräch führen, ohne in Panik zu geraten. Ich liebe diesen Teil seiner Geschichte. Er sagte mir, Deutsch war keine Mauer mehr, sondern eine Tür. Dieser Satz hat mir Gänsehaut gegeben, weil genau so viele Menschen am Anfang fühlen, eine Mauer. Aber in Wirklichkeit ist es eine Tür, die darauf wartet, geöffnet zu werden, eine Tür zu einer neuen Version von sich selbst. Das ist so wahr. Und bemerkst du etwas Wichtiges? Er hat sein Niveau nicht in 3 Tagen verändert. Er hat seine Einstellung verändert. Und die Einstellung macht 80% des Fortschritts aus.
Wenn wir uns sagen, ich kann es versuchen, dann gehen wir weiter, auch langsam. Und langsam voranzukommen, ist immer besser, als stehen zu bleiben. Ganz genau. Und ich möchte den Menschen, die uns zuhören, etwas sagen. Wenn er es geschafft hat, könnt ihr es auch schaffen. Ihr braucht kein besonderes Talent. Ihr müsst nicht perfekt aussprechen. Ihr braucht nur ein bisschen Mut, ein bisschen Beständigkeit und viel Freundlichkeit euch selbst gegenüber. Otto, weißt du, was ich durch die Beobachtung unseres Lernenden verstanden habe? Es war nicht nur die Methode, die den Unterschied gemacht hat, sondern seine Denkweise. Jeden Tag sagte er sich, ich kann lernen, ich kann mich verbessern. Auch wenn ich Fehler mache, mache ich weiter. Dieser kleine Satz, jeden Morgen wiederholt, veränderte seine Einstellung. Ja, und es ist unglaublich, wie sehr die Denkweise das Lernen verändern kann. Nach 30 Tagen sprach er natürlich nicht perfekt, aber er sprach mit Mut, Vertrauen und Einfachheit. Und das ist viel wichtiger als Perfektion. Lernende vergessen oft, dass Perfektion nicht das Ziel ist. Das Ziel ist Kommunikation. Genau. Und Kommunikation beginnt immer mit einfachen Sätzen. Zum Beispiel wiederholte er jeden Tag: Ich heiße, ich komme aus, ich mag, ich möchte. Es ist beeindruckend zu sehen, wie diese grundlegenden Sätze ihm halfen, kleine, echte Gespräche zu führen. Erinnerst du dich an den Moment, als er sagte, ich habe keine Angst zu sprechen, ich habe nur Angst zu schweigen? Ich fand das so schön, weil es stimmt. Wenn man schweigt, lernt man nicht. Wenn man spricht, auch mit Fehlern, kommt man weiter. Und was er auch gemacht hat, war, mit sich selbst zu sprechen. Das kann vielleicht seltsam wirken, aber es ist sehr effektiv. Er sagte zum Beispiel: Ich gehe zur Arbeit, ich trinke einen Kaffee, ich bin heute müde. Das half ihm, Schritt für Schritt auf Deutsch zu denken. Ja, auf Deutsch zu denken ist ein wichtiger Schritt. Man muss nicht alles übersetzen, sondern nur kleine, schnelle Sätze im Kopf bilden. Und nach einer Woche begann er, instinktiv auf Deutsch zu reagieren. Erinnerst du dich, als ich ihn gefragt habe: Möchtest du einen Kaffee? Er antwortete ohne nachzudenken: Ja, danke. Es war ganz natürlich. Dieser Moment hat mich berührt, weil man sehen konnte, dass er sich nicht mehr gezwungen hat. Deutsch wurde zu einem Reflex, und genau das möchten wir heute vermitteln. Es geht nicht um die Menge, sondern um Regelmäßigkeit, Wiederholung und die Freude am Üben. Absolut. Und übrigens hatte er eine kleine Strategie, die ich liebe. Er nahm alle 2 oder 3 Tage seine Stimme auf und hörte sie sich danach wieder an. Am Anfang mochte er seine Aussprache nicht besonders, aber nach 20 Tagen konnte man den Unterschied hören. Seine Sätze waren flüssiger und selbstbewusster. Das stimmt. Und weißt du was? Ich möchte unseren Zuhörern eine Frage stellen. Ihr, die ihr gerade zuhört, wärt ihr bereit, das auszuprobieren? Euch selbst aufzunehmen, auch nur 30 Sekunden alle 2 Tage? Die gleichen Sätze immer wieder zu wiederholen? Ja, fragt euch selbst. Kann ich jeden Tag eine kleine Anstrengung machen? Nur 5 Minuten, 10 Minuten? Denn genau das erschafft die Magie. Nicht die langen Stunden, sondern die kleinen täglichen Handlungen. Und je mehr ihr diese kleinen Handlungen erschafft, desto mehr baut ihr echtes, starkes Selbstvertrauen auf. Dasselbe Vertrauen wie unser Lernender, derjenige, der es gewagt hat zu glauben, dass er in 30 Tagen jemand Neues werden könnte. Weißt du, Otto, was ich an der Geschichte von Alexandre am meisten bewundere? Es ist nicht nur sein Endergebnis. Es ist nicht nur die Tatsache, dass er jetzt ein flüssiges Gespräch in einem Café führen oder einfache Videos verstehen kann. Was ich wirklich bewundere, ist seine innere Veränderung, seine Sichtweise und sein Selbstvertrauen. Man konnte buchstäblich sehen, dass er angefangen hatte, an sich selbst zu glauben. Genau. Und das ist etwas, das viele Lernende vergessen. Wenn du eine Sprache lernst, veränderst du nicht nur deinen Kopf, du veränderst dein Leben. Alexandre sagte oft: Ich dachte nicht, dass ich in meinem Alter noch etwas Neues lernen könnte. Jetzt fühle ich mich lebendig. Das ist stark, oder? Sehr stark.
Und genau deshalb liebe ich die Methode, der er gefolgt ist. Sie ist nicht kompliziert, sie ist nicht magisch, aber sie ist regelmäßig. 30 Tage voller kleiner Handlungen. 30 Tage, an denen er akzeptiert hat, Anfänger zu sein, Fehler zu machen, über seine eigenen Fehler zu lächeln und weiterzumachen. Das ist eine Einstellung, die alles verändert. Und erinnerst du dich daran, was er an Tag 10 gesagt hat? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorankomme. Das ist der Moment, in dem 90% der Menschen aufgeben. Aber er sagte sich, nein, ich mache weiter. Auch wenn ich nichts sehe, wird etwas aufgebaut. Es ist genau wie beim Fitnessstudio. Die Ergebnisse kommen später, nicht währenddessen. Ja, und an Tag 15 passierte etwas Unglaubliches. Er hörte einen einfachen kleinen Podcast auf Deutsch und plötzlich schrieb er mir, Heidi, ich habe 3 Sätze hintereinander verstanden. Siehst du, 3 Sätze scheinen für manche Menschen gar nichts zu sein, aber für ihn war es riesig. Das war der erste Beweis, dass sein Gehirn begann, die Melodie der Sprache zu erkennen. Oft ist es genau so, ein kleiner Moment, der alles verändert. Und nach diesem Durchbruch wurde er mutiger. Er begann, mit echten Deutschsprachigen zu sprechen, auch wenn es nur sehr einfache Sätze waren. Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee. Mögen Sie Musik? Nichts Kompliziertes, aber er hat es gewagt. Und genau dort passiert die wahre Magie. Denn Sprechen bedeutet nicht nur Wörter zu benutzen. Es bedeutet, einen menschlichen Austausch und eine Verbindung zu schaffen. Er erzählte mir, dass eine Kellnerin ihn angelächelt und sehr freundlich geantwortet hatte. Dieses kleine Lächeln motivierte ihn den ganzen Tag. Es ist verrückt, wie ein Lächeln zu einem Antrieb werden kann, um noch mehr zu lernen. Und danach begann er etwas zu tun, das ich liebe. Er sprach mit sich selbst auf Deutsch, unter der Dusche, beim Spazierengehen, beim Kochen. Kleine Sätze wie, ich mache meinen Kaffee, ich gehe raus. Heute ist es kalt. Genau das stärkt das Gedächtnis. Ja, es ist eine sehr einfache, aber kraftvolle Methode. Wenn du Sätze benutzt, die mit deinem Leben verbunden sind, merkt sich dein Gehirn sie doppelt so gut. Deshalb sage ich unseren Zuhörern immer, sprecht über euch selbst, eure Routinen, eure Wünsche und eure kleinen täglichen Handlungen. Und genau so hat Alexandre sich verändert. Nicht durch stundenlanges Lernen, nicht durch komplizierte Bücher, sondern durch Beständigkeit, Mut und kleine tägliche Sätze. Das ist das wahre Geheimnis. Otto, weißt du, was mich an Alex' Geschichte am meisten fasziniert? Es ist nicht nur, dass er jeden Tag gelernt hat. Es ist, dass er die Art verändert hat, wie er mit sich selbst gesprochen hat. Er sagte, ich kann das schaffen, auch wenn er einen Fehler machte. Genau dort begann sich alles zu verändern. Ja, und das ist so wichtig. Viele Lernende sagen, ich bin schlecht darin, es ist zu schwierig, ich habe kein Talent. Aber Alex ersetzte diese Gedanken durch, ich lerne, ich mache Fortschritte. Jeder Satz macht mich stärker. Das ist eine unglaubliche mentale Veränderung. Und hast du bemerkt, dass er schneller zu sprechen begann, als er keine Angst mehr vor Fehlern hatte? Weniger Zögern, weniger Stress, als wäre Deutsch natürlich geworden. Genau, denn Angst verbraucht die ganze Energie. Aber wenn du diese Angst in einen Antrieb verwandelst, kommst du 10-mal schneller voran. Ich frage Lernende oft, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und ihre Antworten sind wunderschön. Ich auch. Manche sagen, ich würde mit Deutschen sprechen, andere sagen, ich würde alleine reisen und andere sagen, ich würde einen ganzen Kurs auf Deutsch machen. Das sind realistische Träume, aber die Angst hält sie zurück. Und genau hier kommt die 30-Tage-Methode ins Spiel. Du wirst nicht perfekt, du wirst mutiger. Genau. Und Mut ist die wahre Superkraft beim Lernen. Absolut. Und erinnerst du dich an den Moment, als Alex es gewagt hat, mit der Kellnerin im Café zu sprechen? Natürlich. Er sagte uns, meine Stimme hat gezittert, aber ich habe trotzdem gesprochen und sie hat mich verstanden. In diesem Moment fühlte er etwas wie eine Befreiung.
Und dieses Gefühl können alle unsere Zuhörer erleben. Ihr, die ihr uns zuhört, stellt euch vor, ihr seid in einem Café, ihr bestellt etwas und man versteht euch. Es ist einfach, aber es ist magisch. Und vor allem ist es erreichbar, denn dafür braucht ihr keinen perfekten Akzent. Ihr braucht nur einen klaren Satz, einen Atemzug und ein bisschen Mut. Genau das wiederhole ich immer gerne. Sprecht, auch wenn eure Stimme klein ist. Denn eine kleine Stimme, die spricht, kommt immer schneller voran als eine große Stimme, die schweigt. Ein wunderschöner Satz, Heidi. Und es stimmt. Das Gehirn lernt durch Bewegung. Wenn du es nicht versuchst, hat es nichts, woran es arbeiten kann. Aber wenn du sprichst, auch wenn es schlecht ist, sagt dein Gehirn, echte Information, damit kann ich arbeiten. Es ist, als würde jeder Fehler zu einem Geschenk werden. Du lernst, du passt dich an, du atmest besser. Und eines Tages überraschst du dich selbst, indem du einen flüssigen Satz sagst, ohne darüber nachzudenken. Genau das ist Alex passiert. Und genau das kann jedem von euch passieren. Ihr seid nicht anders. Ihr habt dieselbe Fähigkeit, vielleicht sogar noch mehr. Ja, sogar mehr. Denn ihr hört diesen Podcast, ihr trainiert, ihr macht einen Schritt, den viele Menschen niemals machen. Ihr habt eure Veränderung bereits begonnen. Und was jetzt kommt, ist der wichtigste Moment. Zu lernen, jeden Tag kleine Erfolge zu schaffen. Das baut Vertrauen auf und lässt die Angst verschwinden. Otto, weißt du, was ich an der Geschichte dieses jungen Lernenden liebe? Es ist nicht nur, dass er jeden Tag gelernt hat. Es ist, dass er gelernt hat, seine sprachliche Identität zu verändern. Er sagte sich, ich bin jemand, der Deutsch spricht. Und auch wenn sein Niveau nicht perfekt war, wiederholte er es immer wieder. Genau. Und das ist ein riesiger Schlüssel. Denn viele Menschen denken, dass sie zuerst gut werden müssen, bevor sie sich trauen zu sprechen. Aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Du wagst es zuerst und danach wirst du gut. Ja, und dieser junge Lernende hatte das verstanden. Er sagte nicht, ich lerne Deutsch, wenn ich Zeit habe. Er sagte, ich schaffe Zeit für Deutsch. Auch 5 Minuten, auch 10 Minuten. Er reservierte einen Moment dafür. Und ich mag sehr, was er gemacht hat. Er erstellte einen kleinen täglichen Satz wie ein Mantra. Ich mache Fortschritte, ich spreche, ich verstehe jeden Tag ein bisschen mehr. Es klingt einfach, aber es verändert alles. Und weißt du, Otto, ich glaube, viele Menschen unterschätzen die Kraft positiver Wiederholung. Wenn du einen deutschen Satz wiederholst, den du beherrschst, fühlst du dich stark. Es erzeugt Schwung. Zum Beispiel, ich kann Deutsch sprechen. Hörst du? Kurz, einfach, aber kraftvoll. Das stimmt. Und übrigens möchte ich unseren Zuhörern eine Frage stellen. Habt ihr bereits einen Satz auf Deutsch, den ihr jeden Tag gerne wiederholt? Einen Satz, der euch Kraft gibt? Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Und wenn ihr noch keinen habt, wählt heute einen aus. Zum Beispiel, ich werde jeden Tag besser. Ich kann Deutsch sprechen. Ich lerne in meinem eigenen Tempo. Sehr einfache Sätze, aber sie verändern eure Denkweise. Die Denkweise ist wirklich das Herzstück von allem. Schaut euch unseren Lernenden an. Am Anfang sagte er, ich bin schlecht, ich werde es niemals schaffen. Nach 3 Tagen sagte er, ich komme voran. Nach einer Woche, ich mache Fortschritte. Am Ende des Monats, ich spreche Deutsch. Und das Schöne ist, dass sein Deutsch nicht perfekt war. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass er auf Deutsch gelebt hat. Er dachte auf Deutsch, er träumte manchmal auf Deutsch und vor allem verurteilte er sich nicht mehr. Genau das möchte ich, dass unsere Zuhörer mitnehmen. Fließend sprechen bedeutet nicht, perfekt zu sein. Fließend sprechen bedeutet, konstant zu sein. Oh ja, konstant, geduldig und freundlich zu sich selbst. Wenn ihr schlecht mit euch selbst in eurem Kopf sprecht, verlangsamt ihr euren Fortschritt. Wenn ihr euch selbst ermutigt, könnt ihr weit kommen. Also Heidi, wenn du heute nur einen einzigen Ratschlag geben müsstest, nur einen, damit jemand seine 30-Tage-Challenge weiterführt,
Welcher wäre es? Nur einen? Sehr gut. Verliebe dich in deinen eigenen Fortschritt. Nicht in das endgültige Ergebnis, nein, in den Fortschritt. Den kleinen Fortschritt des Tages, der winzig erscheint, aber der sich jeden Tag ansammelt und eine riesige Veränderung schafft. Ein sehr schöner Ratschlag. Und ihr, die ihr zuhört, welchen kleinen Fortschritt habt ihr heute gemacht? Einen Satz, ein Wort, 1 Minute zuhören. Alles zählt. Absolut alles. Je mehr wir sprechen, desto mehr erkenne ich etwas. Deutsch in 30 Tagen zu lernen ist kein magischer Traum. Es ist ein Weg. Und dieser Weg wird möglich, wenn wir jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne machen. Genau. Und weißt du, was mich am meisten berührt? Die Nachrichten der Lernenden. Sie sagen, ich habe zum ersten Mal ohne Angst gesprochen. Oder ich habe einen ganzen Satz in einem Café verstanden. Das sind kleine Erfolge, aber sie verändern alles. Ja, denn diese kleinen Erfolge schaffen Vertrauen. Und Vertrauen schafft Mut. Ich sage es immer, Deutsch lernt man nicht nur mit Regeln. Man lernt es mit dem Herzen, mit dem Wunsch, mit Wiederholung und mit Handlungen. Erinnerst du dich an den Rat, den du oft gibst? Schau Deutsch nicht nur an, benutze es. Genau, selbst ein Satz pro Tag, selbst 5 Minuten, selbst wenn es nicht perfekt ist. Sprechen bedeutet, die Sprache zu leben. Und je mehr du die Sprache lebst, desto natürlicher wird sie für dich. Und außerdem müssen wir diese Vorstellung entfernen, dass Fehler schlimm sind. Fehler sind der Beweis, dass du vorankommst. Kein zweisprachiger Mensch wird zweisprachig, ohne Hunderte von Fehlern zu machen. Absolut. Jeder Fehler ist ein Schritt in Richtung fließendes Sprechen. Ich möchte allen Menschen, die uns zuhören, etwas sagen. Ihr seid fähig. Ihr habt alles, was ihr braucht. Deutsch ist keine Mauer, sondern eine Tür. Und diese Tür könnt ihr öffnen. Und manchmal fehlt zum Öffnen dieser Tür kein Buch und keine Grammatikregel, sondern einfach ein Satz. Komm, ich versuche es. Ja, traut euch. Traut euch, einen Satz zu sagen. Traut euch, ein Wort zu sagen. Traut euch, eine Frage zu stellen. Traut euch zu wiederholen, denn Sprache ist keine Prüfung. Sprache ist eine Begegnung. Und wir sind hier, um euch auf diesem Weg zu begleiten. Nicht um zu urteilen, sondern um euch zu führen. Wenn ihr also wirklich eine Veränderung in 30 Tagen sehen wollt, atmet einmal tief ein, öffnet euren Mund und sprecht. Auch alleine, auch leise, sprecht. Und jetzt haben wir eine kleine Bitte an euch. Ja, um euch weiterhin zu helfen, möchten wir etwas wissen. Schreibt uns in die Kommentare. Warum möchtest du zweisprachig in Deutsch werden? Erzählt uns euren Traum, euer Ziel und eure Motivation. Eure Antworten inspirieren uns und auch andere Lernende. Und wenn unser Podcast euch hilft, vergesst nicht, LykeGermanPod zu abonnieren, um eure Fortschritte jeden Tag zu verfolgen. Wir danken euch von ganzem Herzen. Macht weiter, gebt nicht auf. Und denkt daran, 30 Tage können euer Leben verändern. Ja,